Moin Leute und herzlich willkommen wieder mal zu einer weiteren Runde CSS. Ich habe es angekündigt nach dem Flex-Layout aus dem letzten Video. Link dazu oben in der Playlist von CSS in den Infokarten. Geht es dieses Mal um das Grid-Layout. Das Layout von unserer Webseite ist immer noch im Endeffekt dasselbe. Wir haben einen Wrapper, wir haben eine Box, also besser gesagt 4 Boxen. Eine heißt A, eine B, eine C und eine D. Und wir wollen das Ganze hier verändern. Ich habe hier tatsächlich einfach das Layout von letztem Mal übernommen. Das ändern wir aber natürlich gleich. Sieht folgendermaßen erstmal aus. Hier. Na komm. Ja, gut. Wir haben hier einen grauen Hintergrund für unseren Wrapper. Das ist der Wrapper, der ist 500 Pixel hoch und geht über die ganze Breite. Und wir haben hier 4 Boxen, die alle gleich breit oder ziemlich gleich breit sind im Flex-Layout. So. Und das Grid-Layout ist jetzt folgendes. Das Grid-Layout, also das Flex-Layout war ja im Endeffekt eine Dimension. Das heißt, es geht in diese Richtung, nur nach rechts. Nach unten ist eigentlich nicht wirklich was passiert. Beim Grid-Layout habt ihr jetzt die Option, genau das zu tun. Das heißt, ihr habt im Endeffekt nicht nur eine Dimension, sondern 2 Dimensionen, weil ihr auch nach unten hin noch arbeiten könnt. Also besser arbeiten könnt als beim Flex-Layout. Beim Flex-Layout hat man auch grobe Optionen, wie zum Beispiel was nach unten versetzen. Beim Grid-Layout hat man da wirklich alle Optionen, die man braucht. So, und ja, der Trick dabei ist einfach hier Grid einzutragen. Grid. Und dann habt ihr schon ein Grid-Layout. Wunderbar. Es sieht aber allerdings noch nicht ganz so aus, wie wir uns das vorstellen. Es sieht so aus. Und das ist natürlich jetzt im Endeffekt ein Flex-Layout, das einfach, horizontal angeordnet ist. Wir wollen das Ganze jetzt natürlich noch ein bisschen aufteilen, denn es ist jetzt nicht unbedingt der Sinn von einem Grid-Layout, dass ihr das habt. Okay, und dazu gibt es die sogenannte Grid-Template Columns. Damit könnt ihr angeben, wie viele Spalten ihr haben wollt in eurem Grid-Layout. Die Spalten sind ziemlich genau das, was ihr aus dem Row-Layout kennt, was ihr aus dem Flex-Layout kennt. Das heißt, hier gebt ihr einfach sozusagen eure Spalten an. Und der Witz dahinter ist, ihr braucht nicht irgendwie in EM oder in Prozent oder sowas zu rechnen, das geht. Aber es gibt eine neue Einheit dafür. Und diese Maßeinheit nennt sich FR bzw. Fraction. Fraction heißt, wie viel Platz sozusagen so ein Ding einnimmt. Und da sagen wir einfach mal ein FR. Das bedeutet, wir haben eine Fraction für unsere Column, dann haben wir noch ein FR und dann haben wir 2 FR und dann haben wir noch ein FR. So, und das schauen wir uns jetzt einfach mal ganz kurz an, beziehungsweise nein, halt, stopp, wir haben 4 Items, ne? Dann, ja doch, das ist doch ganz gut. Okay, und ja, das sieht dann so aus. Im Endeffekt ist es ein Flex-Layout mit 4 Items im Endeffekt. Mehr ist es nicht. Weil wir noch nicht nach unten gegangen sind, weil wir halt wirklich nur gesagt haben, okay, wir wollen jetzt das haben. Wenn ich jetzt hier hinten allerdings rauslösche, dieses eine Item, dann haben wir natürlich nur noch Platz für 3 Items. Was machen wir dann? Ja, dann wird das nächste Item nach unten verschoben. Und das sieht dann so aus. Und das nächste Item ist automatisch genauso breit, wie wir es definiert haben, nämlich eine Fraction, das heißt ein Anteil sozusagen. Und wir haben insgesamt 4 Anteile, denn 1 plus 1 plus 2 ist 4. Wir haben also 4 Anteile, also haben wir hier ein Viertel für die erste Box, ein Viertel für die zweite Box und 1/2 oder 2/4 für die letzte, also rechteste Box. Und dann fangen wir wieder von vorne an. Das heißt, hier wieder ein Viertel von der Breite, nochmal ein Viertel von der Breite, der ist leer, weil nichts drin ist. Und dann die 2/4, also das halbe hier hinten, ist auch wieder leer, weil da auch nichts drin ist. Und genauso können wir das natürlich jetzt machen. So. Und ja, das ist eigentlich auch schon das Grid-Layout im ganz Groben sozusagen erklärt. Jetzt gibt es da natürlich noch einige Dinge, die ich euch trotzdem zeigen möchte. Ihr habt wahrscheinlich schon gesehen, dass hier ein paar Sachen sind. Und zwar kann ich natürlich genau definieren, wo meine einzelne Box jeweils starten soll, bitte. Und deswegen sage ich jetzt hier einfach mal, Mensch, wir haben eine Box A, B, C und D. Wir sagen, die Box B, die soll jetzt irgendwo speziell starten. Und das machen wir, indem wir hier sagen Grid minus. Und dann können wir hier mit Column bestimmen, wo die Spalte sozusagen ist. Spalte, Achtung, ich gehe nochmal kurz aufs Layout. Spalte ist das hier, das heißt, das ist die erste Spalte, die zweite Spalte, die dritte Spalte. Und Zeile ist das, die erste Zeile und das ist die zweite Zeile. Okay, also, was wollen wir machen? Naja, wir wollen zum Beispiel einfach mal in die zweite Spalte gehen. Ne, das wäre langweilig, da steht standardmäßig in die erste Spalte. Und wie lange oder wie viel Platz soll es einnehmen? Das können wir sogar auch noch angeben. Das heißt, wir sagen hier Span
und dann zum Beispiel 2. Das bedeutet nochmal, dieses Item ist zusätzlich nochmal über 2 Plätze voll. Das heißt, es benutzt nicht nur diesen Platz, sondern auch noch diesen Platz hier. Und das sieht dann folgendermaßen aus. Bam. Warum ist es jetzt aber in die nächste Zeile gerutscht und warum ist dieser Platz hier oben frei? Ganz einfach, weil wir der ersten Box nicht gesagt haben, wo sie hin soll. Das heißt, die geht einfach an den Platz, der ihr standardmäßig zugewiesen ist, also an den allerersten. Und die dritte Box und die vierte Box, die kommen einfach nach der zweiten Box. Von der zweiten Box wollten wir aber, dass sie vorne anfängt. Und das ging erst automatisch oder hatte kein Problem damit, in der nächsten Zeile vorne anzufangen. Wenn wir jetzt auch noch wollen, dass es oben anfängt, dann sagen wir hier Grid-Row und dann können wir hier angeben zum Beispiel 1 und ja, da bleiben wir auch einfach mal bei 1. Beziehungsweise geben hier an, wie weit es gehen soll, Span 1. So, und das sieht dann folgendermaßen aus. Jetzt ist die zweite Box hier, das heißt, die hat sich vor die erste Box geschoben. Die erste Box ist dann nach hinten gerutscht, weil das war der nächste Platz. Wir haben der ja nicht gesagt, wo sie hin soll. Also nimmt sie einfach das nächste Verfügbare, was der Platz ist. Und die dritte und die vierte rutschen halt automatisch einfach in die nächste Spalte. Also es passt sich so ein bisschen dynamisch an. Wo ist halt noch was übrig, wenn ich nichts angegeben habe? Was passiert jetzt, wenn ich der ersten Box denselben Platz zuweise wie der zweiten Box? Das gucken wir uns jetzt einfach mal kurz an. Punkt A ist unsere erste Box. Und die wollen wir jetzt auch hierher legen, mit dem kleinen, aber feinen Unterschied, dass sie hier 2 groß ist. Und dass sie vielleicht einen anderen Hintergrund bekommt. Background minus Color. Machen wir einfach mal das da. So, ja, jetzt passiert Folgendes und wir sehen hier das da, wobei, ja, wir machen es hier mal nur 1 breit. Das führt dazu, dass die sich zwangsläufig überlappen. Und das ist halt einfach so, aber ich meine, wir haben es ja auch so angegeben. Also ein bisschen selber sein Hirn anschmeißen muss man einfach noch. Und die zweite Box, warum ist die jetzt über der ersten Box? Naja, ganz einfach, wir haben die zweite Box als erstes hier definiert. Das heißt, wir sagen zuerst, die zweite Box soll bitte nach ganz links oben und dann sagen wir, naja, die erste Box soll bitte nach ganz links oben. Also ist die zweite Box als erstes da gewesen, also darf die nach vorne. Ja, und deswegen ist hier die zweite Box. Dann die zweite Box, der haben wir gesagt, sie soll in der Breite 2 Flächen einnehmen, also 2 Layout-Plätze sozusagen. Das ist der Platz und der Platz. Wir haben insgesamt nur 3 Layout-Plätze, bitte bedenkt das. Der hier drüben, das ist nur ein Layout-Platz, der ist aber doppelt so breit. Und das haben wir hier durch diese 2FR gemacht. Aber es ist nur ein Layout-Platz. Das sind 2 Layout-Plätze, die einfach zusammen genauso breit sind wie der hier. Okay. Ja, und dann haben wir der Box 1 gesagt, sie soll bitte da starten, aber sie soll in die Höhe 2 Plätze verbrauchen, in die Breite aber nur 1. Und dann hat sie halt das da gemacht. Und die vierte Box ist einfach dahin gegangen, wo sie noch Platz hatte. Ja, und so kann man natürlich jetzt sehr, sehr viel damit machen. Wir können natürlich auch noch immer angeben, wo sie aufhören sollen. Also anstatt, dass wir hier angeben, wie viel sie verbrauchen, können wir auch angeben, wo sie aufhören sollen. Das heißt, wir können hier sagen, Grid Row Start ist 1, nehmen wir einfach mal 2, damit wir wieder sehen können, wo diese Box ist. Und dann können wir hier sagen, Grid Row End ist 4. Ja, und das heißt, sie fängt halt in Zeile 2 an und hört in Zeile 4 auf. Sieht dann folgendermaßen aus, beziehungsweise in Zeile 4 ist sie fertig. Was natürlich dazu führt, dass wir hier eine Zeile, 2 Zeile, fertig. Okay, ja, und das ist jetzt die erste Box. Hier kann man nicht mehr so gut lesen, weil hier natürlich die Hintergrundfarbe ein bisschen doof ist. Ich wollte nur, dass man es gut sehen kann, also den Unterschied zwischen der zweiten und der ersten Box. Okay, kleine Anmerkung noch, diesen Margin, den ich hier das letzte Mal zwischen den Boxen eingeführt habe, den muss man hier nicht mehr machen. Man kann auch einfach angeben, dass das Grid an sich schon einen kleinen Spalt hat. Das heißt, man kann hier eine sogenannte Grid Gap eingeben, die, wie viel hatten wir, 5 Pixel groß ist. Und das hat dann im Endeffekt denselben, ein bisschen kleineren Effekt, weil die Grid-Boxen hier dann natürlich nur einmal 5 Pixel haben. Wir hatten jetzt gerade von jeder Seite 5 Pixel Platz, also. Gut, abschließend noch ganz kurz eine Unterstützung. Das wird in den meisten Browsern mittlerweile unterstützt. Die einzigen, die noch ein bisschen Schwierigkeiten haben, sind noch Opera und, beziehungsweise Opera Mini ist es, glaube ich, nur. Und teilweise die Android-Browser, aber ansonsten, ich glaube, die meisten Android-Browser funktionieren mittlerweile auch. Und natürlich Internet Explorer, aber der ist, Internet Explorer, Edge funktioniert, das ist nicht das Problem, nur Internet Explorer funktioniert nicht. Okay,
Und ja, das war's von meiner Seite auch schon wieder. Ich hoffe, es hat euch mal wieder gefallen. Falls ja, lasst mir ein Like da. Falls nein, schreibt dazu, warum nicht. Und wir hören uns dann beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.